Alicia? Ja. Wir sind hier in Niederkaufungen. Das ist so eine Kommune, wo ihr probiert, ein bisschen anders mit dem Geld umzugehen. Das finde ich gerade sehr interessant, weil nämlich meine künstlerische Arbeit sich mit Geld beschäftigt. Und darum sind wir hier. Alicia? Alicia, genau. Seit 6 Jahren lebe ich jetzt in der Kommune Niederkaufung. Okay. Und was hat dich hier getrieben? Es war unterschiedliche Sachen. Also einmal war ich mit meinem vorigen Arbeitsleben unglücklich. Ich habe in der Altenhilfe gearbeitet und mit dem stationären Alltag, es war mir zu unmenschlich. Und ich habe gehört, dass hier eine Tagespflege gibt, wo ich kollektiv arbeiten kann. Und der andere Grund war, in Gemeinschaft zu leben und andere Alternativmodelle zu leben, anstatt Kleinfamilie. Also ich musste mich irgendwann entscheiden, Zweierbeziehung und Kleinfamilie oder weiterhin alternativ zu leben. Und war kurz davor, auf den Wagenplatz zu ziehen, und dann kam diese Idee mit Kommune. Und dann habe ich mich mit dem Kommune-Gedanken beschäftigt. Wie alt warst du dann? Anfang 30. Anfang 30. Bin jetzt 39. Okay. Und hast du Geld in der Kommune eingebracht? Noch nicht viel. Also wir können das Vermögen, ja, oder wir müssen das Vermögen einbringen. Und da ich vorher immer nichts angespart hatte, weil ich auch weniger arbeiten wollte, ich hatte nur eine 30-Stunden-Stelle, von der ich so gerade leben konnte, habe ich 1.000 Euro eingebracht. Aber irgendwann kommt ja eventuell noch ein Erbe dazu und dann würde das auch noch eingebracht in die Vermögensökonomie. Das heißt, jeder Mensch, der hier entscheidet, hier zu leben, muss sein gesamtes Vermögen in der Kommune einbringen, genau. Das heißt, auch wenn er so eine Goldreserve hat, dann muss er diese Goldreserve einbringen. Muss aufgelöst werden und dann würde der Barbetrag eingebracht werden. Meinst du, dass das Leute davon abhält, hierher zu kommen? Es gibt Leute, die da schon mal von abgehalten hat, das zu machen. Also ich kenne auch Menschen, die sagen, finden sie toll, aber wenn sie dann aussteigen und dann müssten sie wieder von neu ansparen für die Altersvorsorge, weil ja unser Rentensystem kaputt ist. Das bedeutet, wenn jemand kommt und er hat meinetwegen 500 Gramm Gold, was sein Vermögen ist, und der muss es in der Kommune erstmal abgeben, wenn er hier anzieht. Und wenn er nicht auszieht, dann kann er das nicht wieder mitnehmen. Genau, wir haben gesagt, weil wir hier gemeinsam mit dem Vermögen das auch aufgebaut haben, haben wir gesagt, dass danach die Leute nicht sozial in ein Loch fallen sollen, wenn sie aussteigen, sondern einen Ausstiegsvertrag machen, und das zu Zeiten, wo es ihnen hier gut geht, wo es keine Konflikte gibt nach Möglichkeit, dass sie ein halbes Jahr davon leben können. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin examinierte Pflegekraft und habe eine leitende Ausbildung, also ich habe eine Ausbildung zur Pflegedienstleitung. Ich werde draußen, wenn ich aussteigen würde mich das Arbeitsamt nicht lange arbeitslos lassen. Ich würde ruckzuck eine gut bezahlte Stelle bekommen und würde dann, sagen wir mal, 1.500 Euro mitnehmen, um den ersten Monat überleben zu können, und nochmal 2.000, 3.000 Euro zinsfreies Darlehen, um Kaution und die erste Miete zu zahlen und sowas. Und ein Kommunaler, der zum Beispiel jetzt ausgestiegen ist, der war 58, hat keine Chancen mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt. Der hat fast 10.000 Euro mitgenommen. Also das ist immer so, wir haben eine sehr hohe Spannbreite und es wird individuell geguckt, wer was fürs erste halbe Jahr braucht zum Leben. Okay, aber das ist unabhängig davon, was die Leute eingebracht haben? Unabhängig, weil das ist unsere Idee, dass nicht das Geld der entscheidende Moment ist. Es ist unabhängig davon, was die Leute eingebracht haben. Es zählt im Moment des Einstieges, aber beim Ausstieg zählt dann ein anderer Aspekt, weil wie kann man das sonst gerecht machen? Also es wäre ja, weil die Leute, die hier was erwirtschaftet haben oder nicht erwirtschaftet haben, wir haben ja auch Arbeitsbereiche, wo kein Geld verdient wird, die aber sehr wichtig sind. Es gibt 4 Leute, die machen für uns die ganze Vereinsverwaltung von der ganzen Kommune. Wir sind 60 Erwachsene und 2 Kinder, die machen 4 Menschen, die nur mit der Verwaltung... Nur 2 Kinder wohnen hier? Nee, 20 Kinder, 20 60 Kinder, Erwachsene, ja. 20 Kinder. Und
Es sind 4 Menschen, die nur den ganzen Verein verwalten und alles, was hier unser Leben zu organisieren. Und die erwirtschaften ja nichts, aber sind für uns total wichtig. Ja. Dann würden die nach den Prinzipien, die draußen in der Gesellschaft gelten, würden die eigentlich kein Geld mitnehmen, weil sie ja nichts erwirtschaften würden. Ja. Ne? Und wenn die dann noch nicht mal was eingebracht hätten, weil sie vielleicht vorher auch nicht gearbeitet haben oder so. Und so haben wir gesagt, da wir das nicht in Geld aufrechnen können, wer hier wie viel Wert erarbeitet hat, gilt, was brauchen die Leute zum Leben, wenn die nicht mehr bei uns in der gemeinsamen Ökonomie leben. Genau. Aber das bedeutet schon, dass wenn jemand nicht hatte, dann ist es kein Problem. Genau. Aber wenn jemand, was weiß ich, schon 50 ist und in seinem Leben viele Abstriche gemacht hat und ein bisschen was zurückzulegen, dann ist es für ihn eigentlich schon eine sehr große Überwindung zu sagen, jetzt gebe ich meine 50.000 gespartes Geld, die ich sozusagen monatlich immer Stück pro Stück gespart hat und Abstriche da und dort gemacht habe dafür. Und dann wohne ich hier und merke nach 5 Jahren, irgendwie passt mir nicht. Und dann habe ich 50.000 Euro verloren. Das ist schon ein bisschen hart, oder? Darum haben wir auch einen sehr komplizierten, langen Einstiegsprozess. Also es dauert über ein Jahr, bis die meisten Leute dann hier einsteigen können, um halt wirklich zu gucken, auch in der Probezeit. Also wir machen eine Probezeit, die Probezeit dauert 3 Monate. Dann entscheidet die Kommune, dass die einsteigen. Und dann habe ich noch mal 3 Monate Zeit, um zu überlegen, ob es klappt. Dann macht es 6 Monate, nicht ein Jahr. Nee, ein halbes Jahr Probezeit und davor ist aber noch mal Kennenlerngespräche. Also der Einstiegsprozess ist sehr kompliziert. Okay. Und in der Zeit kann ich ja schon gucken, ob es klappt oder nicht. Und während der Probezeit wird mein Vermögen eingefroren. Es wird nicht eingebracht, sondern ich habe es noch bei mir auf meinem Konto. Aber ich lebe trotzdem in der Kommune? Und lebe trotzdem in der Kommune und kann die gemeinsame Alltagsökonomie, wir haben auch die Ökonomien getrennt. Es gibt eine Vermögens- und eine Alltagsökonomie. In der Vermögensökonomie ist das Geld drin, was wir einbringen durch Einstieg oder Erbe. Und davon werden die Gebäude gekauft, renoviert, bezahlt. Und eine Alltagsökonomie, das ist, was wir im Alltäglichen verbrauchen. Genau. Zigaretten, Kaffee, Party, egal was. Alles, was wir machen. Und das Vermögen wird halt während der Probezeit eingefroren. Das heißt, wenn ich mich dann gegen die Kommune entscheide in dem ersten halben Jahr, dann kann ich wieder an mein Vermögen ran. Muss ich da fast was geben für die Zeit, wo ich dann da war? Nein. Also das ist dann so geschenkt? Das ist dann, genau, die arbeiten ja hier mit und werden ja dann auch was zur Gemeinschaft beitragen. Und wir bezahlen in der Zeit auch aus der Vermögensökonomie die Miete weiter. Weil wir nicht möchten, dass die Leute in ihrer Probezeit sozial abhängig von uns sind. Die meisten, das heißt, die Miete von der Person, die vielleicht in einer Wohnung wohnt, wird dann bezahlt, damit es sicher ist, dass die Person zurückgehen kann in seinen Ursprung, weil wir nicht möchten, die Leute sollen aus freien Stücken kommen und nicht aus sozialen Zwängen. Ja. Und wir nicht möchten, dass die jetzt, oder wir ein schlechtes Gewissen haben, oh, die geht jetzt in eine Arbeitslosigkeit und in eine Obdachlosigkeit. Und deswegen wollen wir das mindestens sicher halten, weil die meisten müssen schon ihren Job kündigen, wenn sie hier Probezeit machen. So. Weil? Weil sie ja hier arbeiten. Wir arbeiten ja fast alle gemeinsam. Und ich habe zum Beispiel in Bonn gelebt und gearbeitet und mein Arbeitgeber hätte mir kein Jahr bezahlten Urlaub gegeben. Unbezahlten Urlaub gegeben. Okay. Aber für mich war klar, ich will meinen Job aufhören und deswegen bin ich dieses Risiko eingegangen. Was arbeitest du hier? Ich bin hier in der Tagespflege. Das ist ein Kollektiv, was dementiell Erkrankte aus der Region tagsüber versorgt. Also die fahren abends wieder nach Hause. Ja. Eine Frau hat mal gesagt, sie geht in den Oma-Garten und ihr Enkel geht in den Kindergarten. Das fand ich einen netten Begriff. Ja. Also so, genau. Diese Leute, die da kommen zu dieser Tagespflege, müssen die dafür bezahlen? Genau, das ist klassisch. Wir rechnen da, also wir sind ja leider keine Insel im Kapitalismus. Ja. Wir müssen ja von irgendwas leben und rechnen da mit den Krankenkassen ab, also mit der Pflegekasse. Aber ist es billiger, als es sonst wäre, oder sind es ganz normale Preise? Das sind normale Preise, aber der größte Teil wird halt von der Pflegekasse bezahlt und der Eigenanteil kann auch noch abgerechnet werden, sodass fast alles auf
öffentliche Kosten, öffentliche Gelder sind und nicht die Leute privat Ja. belangt werden. Also ein kleiner Teil, das ist der Eigenanteil. Und der ist sogar bei uns ein bisschen höher, weil die von der Kommune bekocht werden. Und dann gibt es gutes Bioessen in Demeter- und Biolandqualität. Und das ist natürlich dann auch... Ihr habt hier auch Felder, oder? Wir haben auch Felder, ja. Das heißt, das Essen, was hier kommt, seid ihr ein bisschen autark mit dem Essen oder nicht wirklich? Nee, nicht ganz. Also wir sind Teil der solidarischen Landwirtschaft mit einem anderen Kommuneprojekt zusammen. Und im Winter kaufen wir schon mehr Gemüse ein. Und energetisch seid ihr ein bisschen auch auf der Richtung der Autarkie oder gibt es da alternative Energieversorgung? Wir haben alles mit alternativen Energien. Also wir haben Solarzellen auf unseren Dächern und wir haben ein Blockheizkraftwerk. Und wie wir jetzt da aufgrund des hessischen Energieversorgungsgesetzes müssen wir es ins öffentliche Netz einspeisen und müssen dann bei einem Stromanbieter das leider kaufen. Okay. Aber wir verbrauchen halt tatsächlich nur erneuerbare Energien. Das bedeutet, es ist gar nicht möglich, unabhängig zu sein von den normalen Strom? Nee, das leider nicht. Und da machen wir gerade unseren Einfluss aufs Dorf. Also wir sind ja hier nur ein kleiner Teil einer Gemeinde. Und seit 5 Jahren gibt es hier im Ort eine Energiegenossenschaft, die versucht, Energie in Bürgerhand. Die kämpfen gerade dafür, dass die Gemeinde Kaufungen unabhängig von den großen Stromkonzernen wird und eine eigene Stromenergiekonzern, also eine eigene Energiegenossenschaft kriegt. Und das ist, glaube ich, der politische Einfluss, den wir hier in der Regionalpolitik haben. Mhm. Weil immer mehr Menschen, die mal bei uns gelebt haben, hier in die Nachbarschaft ziehen und wir auch hier so ein leicht alternatives Spektrum im Ort anziehen, haben wir, glaube ich, auch eine Auswirkung auf die Dorfbevölkerung. Ja, aber das bedeutet, dass dadurch, egal wie gut man damit umgeht mit Energie, könnte man sozusagen das niemals geldlos haben, solange wir in diesem System leben, in diesem kapitalistischen System leben, werden wir das, glaube ich, nicht schaffen. Das ist ja echt irre. Ja, genau. Also das ist schon so ein extremer Druck von der Gesellschaft, die das sozusagen fast unmöglich macht, dass man sich davon löst. Und auch die Gesetzeslage, die war vielleicht vor 20, 30 Jahren noch anders. Also es wird ja gerade immer eher enger und vor 30 Jahren hat ja auch noch unser Rentensystem einigermaßen funktioniert vom Staat aus. Ne? Und mittlerweile werden auch immer mehr Leute gezwungen, für die Rente anzusparen. Das ist natürlich bei so einer Vermögensökonomie, wenn dann eben, wie du sagtest, jemand kommt mit 50 Jahren, für den wird es dann schwierig. Und da machen wir dann aber auch manchmal Einzelentscheidungen. Also das hatten wir auch schon gehabt, dass jemand, der mit, ich glaube 58 kam, der ist jetzt 65. Ja. Der ist 2, 3 Jahre vor mir eingestiegen. Bei ihm wurde das nach und nach, also dann wurde ein Teil im ersten Jahr, ein Dex im zweiten und dann nach 3 Jahren oder 5 Jahren war dann das ganze Vermögen drin. Das macht auch irgendwie auch dann Sinn. Bei älteren Leuten macht das dann Sinn, bei jüngeren Leuten ist es dann eher noch anders. Und es gibt eine Kommune in Thüringen, Kommune Waltershausen, die haben so ein stufenweises Modell. Also bei denen ist dann ab 5 Jahren das ganze Vermögen drin. Und wir sind so einer der wenigen Gruppen in Deutschland, die so ein ganz strenges gemeinsames Ökonomiesystem haben. Habt ihr auch Leute, die eingestiegen sind und die wirklich stinkreich waren? Ja, stinkreich kommt drauf an. Also welche, die mal eher später gut geerbt haben. Also Leute, die wirklich was eingebracht haben, wo man gut, da kauft man ein halbes Gebäude damit oder so. Aber so, ich glaube, das höchste waren so 150.000, sowas so. Wie wäre es, wenn jemand zum Beispiel ein Haus hat, muss er sein Haus verkaufen? Das muss dann verkauft werden. Okay. Genau. Und das Geld würde dann in die gemeinsame Ökonomie. Also das würde auch zum Beispiel bedeuten, wenn es ein Haus ist von seiner Familie, dann müsste er sozusagen entscheiden, behalte ich die Erbe von der Familie, also die emotionelle
sitze oder löse ich mich davon komplett? Das ist schon ein bisschen schwierig. Also das ist gerade dann, wenn halt, also wir hatten einen Kommunaden aus dem Ausland, der dann tatsächlich auch wegfahren musste und das Haus seiner Eltern verkaufen. Aber da hat er auch schon 25 Jahre lang nicht mehr gelebt und hatte kaum noch Bezug dazu. Ja. Also es ist dann auch immer so die Frage, also bei mir weiß ich zum Beispiel, bei mir werden es meine Geschwister machen. Also ich habe ja noch Geschwister und ich wäre dann der Teil, der ausbezahlt wird vom Pflichterbe und meine Geschwister würden dann das Haus entweder behalten oder verkaufen. Okay, aber ein Teil geht doch schon in der Kommune von diesem Haus. Ein Teil würde dann, sobald ich es erben würde, dann mein Pflichtteil würde dann in die Kommune gehen. Und ich stehe aber so hinter dem Projekt, dass ich auch keine Probleme damit habe. Ja. Also weil ich finde die Idee gut und es wäre genauso risikoreich, wenn ich jetzt heiraten würde und nach 2 Jahren würde mir mein Partner oder Partnerin weglaufen und würde mich verklagen und ich müsste das Haus abbezahlen. Also da ist das Risiko genauso hoch und da weiß ich nicht, wie ich hinterstehe. Und hier ja, klar. Aber wenn der Unterschied ist, dass wenn jemand wirklich mühsam gespart hat, sein ganzes Leben, das ist eine andere Geschichte, als wenn jemand erbt oder einen Reichen heiratet, der ihn plötzlich dann verlässt und so. Das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Ja, aber auch wenn ich jetzt sehe, meine Familie, meine Schwester, die in ganz klassischer Kleinfamilie lebt, wenn die sich von ihrem Mann trennt, ist das ganze Geld, was sie eingebracht hat, könnte genauso futsch sein. Ja. Ne? Ja. Und so ist eigentlich immer ein Risiko in der Gesellschaft. Wenn ich Geld anspare, kann es sein, dass es die Bank verzockt. Ja. Und, die nächste Finanzkrise kommt. Und die nächste Finanzkrise kommt. Also ich glaube, was mir wichtiger ist als das Geld hier, ist, dass ich mit Menschen zusammenlebe. Ich habe nie gelernt, Gemüse anzubauen. Aber mit Menschen zusammenlebe, die wissen, wie es geht und die es machen können. Und wenn irgendwann die nächste Finanzkrise kommt, habe ich auch ein bisschen Sicherheit. Ja, fühlst du dich ganz gut aufgehoben? Ich fühle mich gut aufgehoben, weil ich ein soziales Netzwerk habe mit Menschen, die ich gerne mag und mit denen ich gerne lebe. Und ich auch einiges und auch weiß, okay, hier sind Leute, die könnten mich im Notfall vielleicht ernähren. Ja. Wir könnten hier einiges runterfahren an Lebensstandard und dann könnten wir immer noch, denke ich, also ich glaube, das wäre für eine Krisenzeit, ist das, glaube ich, also da bin ich eher auch Pessimistin. Ich bin mir auch sicher, dass dieses System sich langsam überlebt hat. Also dass wir in die nächste Krise eigentlich mit Volldampf reinsteuern. Also egal, ob es Öl alle ist oder was da alles so an Horrorszenarien geben kann. Ja, und das ist mir sicherer, als irgendwelches Geld anzusparen. Ja, das verstehe ich ganz gut. Das leuchtet es ein. Ja. Sag mal, ich habe gelesen, dass jeder hier arbeitet in der Kommune. Also jeder, der hier wohnt, muss hier arbeiten. Nee, es gibt auch Leute, die außen arbeiten. Ja. Wir haben es gerne, wenn Leute einsteigen, damit die besser in die Gemeinschaft reinkommen, dass die erstmal hier arbeiten. Ach, das ist nur für die Anfangsphase. Aber auch wir machen immer Ausnahmen. Und es gibt eine Kommunalin, die von Anfang an gesagt hat, sie möchte gerne außen arbeiten. Die Sozialarbeiterin ist, die will gerne außen arbeiten. Das heißt, dann arbeitet sie draußen und gibt einfach ihren Gehalt in der Kommune. Ihr Gehalt geht dann in die Kommune und muss aber genauso die Gemeinschaftsdienste machen wie alle anderen, die hier arbeiten. Was sind das für Gemeinschaftsdienste? Zum Beispiel Spüldienste. Wir kriegen ja in der Woche von einem Küchenteam gekocht, damit das nicht, also das ist ja auch ein bisschen mit Geschlechterfragen so, damit das nicht typische Frauenarbeit ist, gibt es ein festes Team, was für uns kocht. Und da ist auch nur eine Frau drin. Also eine Frau kocht für alle? Nee, es kochen 4 Menschen und davon 3 Männer und eine Frau. Okay, alles klar. Ja. Und die decken den Frühstückstisch ab. Das Frühstück machen wir im Wechsel, alle 2 Wochen, jeden Tag eine Person. Und so ist jede Person dann alle 2 Wochen dran. Und die kein Frühstück machen, die spülen abends. Es gibt ja Leute, die morgens nicht gut aus dem Bett kommen und die müssen dann eher alle 2 Wochen abends spülen. Es ist so aufgeteilt, dass jeder alle 14 Tage mit Frühstücksdienst oder mit Abenddienst knapp 1,5 Stunden beschäftigt ist mit Reproduktionsarbeit. Und das ist auch geschlechterunabhängig. Und das Gleiche ist dann nochmal mit am Wochenende kochen. Ja. Ich habe heute Morgen für die Gruppe gekocht, fürs Mittagessen samstags. Da ist man dann alle 8 Wochen dran am Wochenende mit knapp 3 Stunden, 4 Stunden Dienst
Gibt es zum zu Beispiel Leute, die kochen. sagen, ich bin ein miserabler Koch, aber ich möchte lieber spülen und spülen Genau. kann ich öfter. Also man Und kann schon diskutieren mit seinen Nö, Diensten. wir haben das in etwa zeitlich aufgeteilt und es muss ja dann am Wochenende auch abends gespült werden oder mittags gespült werden oder Abendbrottisch gedeckt werden. Und die Leute, die nicht gerne kochen, die spülen dann am Wochenende. Okay. Und in der Woche ist man so mit 3 Diensten alle 4 oder 8 Wochen dran. Das ist von Kochgruppe unterschiedlich aufgeteilt. Aber Ja. es kommt jeder auf in etwa die gleiche Zeit Genau. mit Reproduktionsarbeit, außer dass das jetzt noch an den WGs am Badputzen und so ist. Da müssen sich die WGs selber organisieren. Aber die Gruppenreproduktionsarbeit ist in etwa fast gerecht aufgeteilt. Wie ist das? Habt ihr Nachtmenschen hier? Leute, die einfach, weil ihr isst doch zusammen meistens oder ihr Genau. probiert es. Aber wenn ich die Zeiten sehe, 7 bis 9, da wirst du mich nie sehen. Also vor 12 existiere ich gar nicht. Es gibt hier, gerade jetzt bei uns Jüngeren, gibt es 1, 2 Leute, die eher bis um 11 in der Werkstatt sind abends und dafür dann aber morgens um 11 Uhr, 12 Uhr am Frühstückstisch sitzen. Wir haben einen Schmiertresen und da kann man dann jederzeit sich was machen. Also das ist nicht schlimm, wenn jemand komplett Nö. raus aus dieser Zeit oder es nicht schafft mit der Regel, weil es ein Künstler Es ist. ist ein bisschen unangenehm. Also ich persönlich, ich war bevor ich hier hinkam, auch ein Spät- und Nachtmensch. Und ich fand es irgendwann schade, am Wochenende erst um 12 Uhr beim Frühstück zu sein. Und dann saß ich alleine da und alle anderen waren schon wach am und Mittagstisch. aktiv. Und das ist dann manchmal ein bisschen schade. Oder wenn ich dann lange feiern war, jetzt vorgestern habe ich sogar die 1. Mai-Kundgebung verschlafen. So, weil in Kassel ist nicht wie in Berlin 18 Uhr, sondern morgens um 10 mit dem DGB. Aber gut, da muss man dann für sich persönlich entscheiden, Ja. wie viel Gemeinschaft brauche ich. Ja, und ich glaube, wenn man tags- oder nachts Mensch ist, dann ist man schon ein bisschen isolierter im Großen und Ganzen. Das ist aber unsere Künstler, Ja. die ein bisschen speziell sind mit der Uhrzeit. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Es ging um, dass es eine Zeitbörse ist mit Arbeit. Das bedeutet, dass es angerechnet wird an der Zeit, an der man arbeitet. Oder das habe ich nicht verstanden. Kannst du das mal klar machen? Wir haben in etwa ausgerechnet, also eine Zeitbörse machen wir im Tausch manchmal. Also es gibt hier noch andere Kommunen und da hatten wir mal probiert, Stundentauschmodelle zu machen. Okay. Das hat aber nicht ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil? So, weil die gerade viele Baustellen haben. An der anderen, das ist eine neue Gründungsgruppe. Und so viel Arbeit können die bei uns gar nicht leisten oder andersrum. Also das hat nicht ganz geklappt mit dem Stundentausch, wie wir das wollten. Ne? Und da sind wir dann doch wieder in das Geldsystem Ach ja. reingeraten. Das heißt, ja, dieses Netzwerk mit anderen Kommunen ist doch nicht geldlos. Nee, das schade. klappt leider nicht ganz. Das war eine Idee und also weil da auch Bedenken gab, machen wir jetzt ein zu hohes Stundenkonto, Schulden oder wie kriegen wir die wieder abgearbeitet oder all sowas. Das ist schon. Ja. Und das war nicht zu denken, schwierig. dass man sagt, naja, wir schenken denen einfach diese Zeit. Da gab es unterschiedliche Stimmen in der Kommune. Ne? Oder es war dann nachher andersrum. Es war dann eine Zeit lang so, dass wir auf einmal sehr viele Stundenschulden hatten. Und dann hatten wir ein schlechtes Gefühl dabei. Aber so viel Vertrauen, dass man sagt, es ist egal, wir zählen einfach nicht. Wir Das machen war es jetzt am einfach Anfang. und wir schauen. Genau, das war jetzt am Anfang. Das klappt bei uns hier im Kleinen, klappt das. Ja. Hier rechnet keiner auf. Aber zwischen den Gruppen ist da anscheinend noch nicht so viel Zeit gewachsen. Meinst du, es gibt so eine magische Zahl, ab dem es nicht mehr funktioniert? Also man sagt, okay, eine Gruppe sollte nicht größer ist als eine bestimmte Zahl? Nee, ich glaube, man muss die Strukturen immer ändern. Ja. Aber ansonsten, also wir sind jetzt 60 und Ja. ich behaupte und andere sind eine andere Meinung. Also hier wirst du 60 verschiedene Meinungen haben. Ich behaupte, 60 ist so für die Strukturen, die wir in der Kommune in der Kaufung haben, ist jetzt mit 60 die Grenze erreicht. Ja. Andere sagen, nö, das klappt auch noch mit 100 Leuten so. Andere sagen, die Grenze ist mit 40 erreicht. Aber ich spüre schon, dass jetzt hier langsam ein Strukturwandel Ja. geht. Wohin, müssen wir mal gucken. Weil eigentlich, damit es irgendwann eine geldlose Gesellschaft gäbe, dann müsste die Vernetzung
geldlos funktionieren können, aber es braucht Zeit. Darum geht es braucht Zeit, Vertrauen und wir müssen es halt auch alle lernen. Ja. Wir haben alle immer gelernt und ich glaube, je weiter wir in diesem System fortschreiten, weil immer mehr Sachen bezahlt werden in unserer Gesellschaft, immer mehr Dienstleistungen, was früher umsonst war. Früher musste man nirgendwo, vor 20, 30 Jahren, musste man nirgendwo für eine Toilette zahlen. Heutzutage ist es gang und gäbe, dass man auf jedem Klo zahlen muss. Meinst du, dass es so eine Art ist, das zu unterdrücken, dass sowas passiert mit der geldlosen Gesellschaft? Dass diese weiß ich nicht, aber jedenfalls ist dieses Akkumulationsidee, die Marx hatte, dass irgendwann das System dadurch zusammenbricht. Aber es gibt immer noch neue kostenlose Sachen, die dann auf einmal doch wieder zu Geld gemacht werden. Und ich glaube, das macht es dann schwierig, weil wir das erstmal wieder lernen müssen, auch mal Sachen umsonst zu machen oder anders zu werten, anders zu rechnen, sodass auch Hausarbeit einen viel höheren Wert hat, als er in unserer Gesellschaft hat. Und hier ist es schon ein bisschen so, dass das gleich ist, aber trotzdem mussten erstmal Veränderungen im Kopf stattfinden, ja, in der Emotionalität. Und was ich hier schon spannend finde, ist, dass hier sehr viele Männer in sozialen Berufen arbeiten, was draußen gar nicht gehen würde, weil die damit keine Familie ernähren könnten. ErzieherInnen, also Erzieher, ich kenne Jungs, die Erzieherausbildung abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, sie kriegen so mit dem klassischen Rollenbild ihre Familie nicht ernährt und können davon dem Gehalt nicht leben. Und Frauen als Zweitverdiener können leben. Und ich glaube, das haben wir hier geschafft. Ja. Und das war aber ein langer Prozess. Und so wird auch der lange Prozess sein, irgendwann zu sagen, mach du 15 Stunden, ich mach 20, hier drinnen haben wir das. Ja. Wir haben hier drinnen die Idee, jeder nach seinen Bedürfnissen, nach seinen Leistungen zu arbeiten und jeder auch das zu verbrauchen nach seinen Bedürfnissen. Ja. Und das funktioniert hier irgendwie. Keiner weiß genau, warum das funktioniert. Es weiß auch keiner, warum mitten im Jahr ein Kassenloch ist und am Ende des Jahres ist das Kassenloch wieder weg. Es wird gesagt, wir haben eine Minus, im Monat drauf geben wir automatisch weniger aus. Keiner weiß warum. Aber das ist irgendwie so eine innere Uhr, so aha, ich muss jetzt einen Kaffee weniger trinken in der Stadt. Irgendwas läuft da energiemäßig unter uns ab oder im Kopf, ohne dass wir genau wissen, es funktioniert einfach. Und natürlich gibt es immer mal wieder auch beim Geld natürlich da immer mal wieder Thema. Ja. Dass einige sagen, du arbeitest zu wenig, andere sagen, du arbeitest zu viel. Naja, aber alle Menschen sind unterschiedlich alle und haben Menschen andere sind Energiepegel. unterschiedlich, der Energiepegel ist unterschiedlich, das Bedürfnis nach Ruhe, nach Urlaub. Ja. Die einen haben ein Bedürfnis, einen Kaffee trinken zu gehen, die nächsten brauchen jede neue Schallplatte. Also das ist, für den einen ist Theater wichtig, für den nächsten Sauna. So sind die Bedürfnisse unterschiedlich. Ne? Wie geht ihr damit um mit Luxus? Also stell mal vor, ihr wohnt mit jemandem, der leidenschaftlicher Motorradfahrer ist und der will unbedingt eine Jacke haben, die hochqualitativ ist und seine Argumente sind, ich kaufe die nur einmal, aber dafür muss es wirklich perfekt sein. Aber lustigerweise, diese Person hat diese Attitüde, dass er immer Qualität haben will und einen gewissen Luxus in allen Bereichen. Was würde mit so einem Mensch passieren? Also wir haben hier das System, dass bis zu 150 € einfach nur aufgeschrieben wird. Über 150 € muss es angekündigt werden. Also aber bedeutet das, wenn ich in eine Kneipe gehe, muss ich einen Beleg mitnehmen? Nee, ja, das nicht. Ja? Es wird nur aufgeschrieben, um zu gucken, wo bleibt das Geld. Also das wird schon aufgeschrieben? Ja, aber nicht Kneipe, sondern ich schreibe dann hin, Alicia Taschengeld 30 €. Und wofür ich es ausgegeben habe, ist egal. Das heißt, ich muss nicht schreiben, ich war in der Kneipe da und dann habe ich ein Croissant da gegessen. Es geht nur darum zu gucken, wir haben die Kategorien Taschengeld, Lebensmittel, Verkehr, ich glaube das und Sonstiges. Und da geht es nicht Taschengeld, sondern privater Konsum heißt das. Und da geht es nur darum, wo geben wir Geld aus, um dann zu gucken, wenn mal ein Kassenloch da ist, wo sind irgendwo Ausgaben gestiegen und warum. Auch nicht persönlich zu gucken, sondern sagen wir mal, da wir ja fast alles im Großhandel einkaufen oder selber produzieren an Lebensmitteln,
Und auf einmal ist bei Privatausgaben ein hoher Kostenpunkt an Lebensmitteln. Ja. Und dann zu gucken, kocht die Küche nicht mehr gut genug? Oder was ist der Grund dafür, warum auf einmal alle zu Rewe gehen? Hat der jetzt so eine tolle Schokocreme, dass das Samba nicht mehr schmeckt? Also da zu gucken und nicht zu kontrollieren, Ja, wer ist dafür? wer ist das, sondern nur zu gucken, aha, wir haben jetzt im Verkehr sehr viel Geld ausgegeben. Warum? Ne? Und Wenn jemand ein Auto kaufen will, was macht man dann? Autos sind kollektiv. Okay. Motorrad, wir haben hier eine Motorradfahrerin, Ja. die hat damals zur Entscheidung gestellt, dass sie ihre Enduro für sich hat. Und dann haben wir ihr irgendwann nach 15 Jahren eine neue Enduro gekauft. So, das ist dann auch okay. Aber die ist die Einzige, die damit fährt, oder wie? Die hat gesagt, wenn andere Leute die ankriegen, dann dürfen die auch damit fahren. Aber die haben Angst. Genau, also wir haben ein Gemeinschaftsmotorrad und sie fährt sehr viel damit. Sie ist auch aktiv in einem linken Motorradclub und da ist es natürlich dann, da gehört es auch irgendwo zum Lebensgefühl dazu. Und dann ist es in Ordnung. Dann ist es in Ordnung und dann haben wir eine Liste, da steht drauf Ausgaben über 150 €, was auch wieder nicht zur Kontrolle ist. Sondern wenn ich zum Beispiel hinschreibe, Alicia, ich will mir einen Laptop kaufen, gebraucht zwischen 200 und 400 €. Und dann kommt einer von unseren Computerfreaks an und sagt, was willst du denn haben? Ich sage, die und die Gigabyte Arbeitsspeicher und das an Prozessorleistung. Und dann sagt er, hey, ich kann dir den gleichen für 150 besorgen. Oder so. Okay. Also darum geht es halt, nicht zu kontrollieren. Oder wenn jemand sagt, ich fahre in Urlaub nach Italien und dann sagt er, hey, meine Tante hat da ein Haus, da kannst du günstig pennen. Ja. So, da geht es dann eher darum. Und wenn dann mal jemand jede Woche draufsteht, dann wird geguckt und dann wird die Person angesprochen. Aber auch nicht vor allen Leuten, sondern dann geht es im persönlichen Gespräch. Ja. Und Auto hattest du ja eben angesprochen, das ist Gemeineigentum. Und dann ist es auch so, dass wenn Leute mit einem Auto kommen, dass dann überlegt wird, behalten wir das Auto, wird es kollektiviert oder wird das Auto verkauft. Das ist einmal der Geldaspekt. Ja. Aber wir haben uns hier nicht nur das Geld, sondern auch die Ökologie auf die Fahnen geschrieben. Und natürlich ist es ökologischer mit 13, 14 Autos als mit 60 Autos zu fahren. Sag mal, ich sehe ein kleines Widerspruch, in dem da sehr viel Vertrauen angebracht wird mit dem Geld, also wie Leute ihren Taschengeld und so weiter benutzen. Und gleichzeitig werden die Stundenarbeit gezählt. Das ist ja nur mit den anderen Projekten. Ach ja, nicht hier. Nicht hier. Nein, hier wird nicht die Stunden aufgeschrieben. Weil so nebenbei eine Stunde Arbeit von jemandem, der 20 Jahre dafür gearbeitet hat, um qualifiziert zu sein, oder jemand, der einfach den Job direkt machen kann, sollte eigentlich an anderer Stunde. Also jede Zahl wird fiktiv. Wir haben keine Stundenkonten hier, sondern wir haben nur mit den anderen Projekten in Stundenkonto gearbeitet. Hier nicht. Ich weiß nicht, wie viel meine Kommunadinnen arbeiten. Also ich weiß es bei den Leuten in meinem Kollektiv, weil ich den Dienstplan schreibe, da weiß ich, wer was arbeitet, aber auch nur, was sichtbar an Betreuungsstunden ist. Wie lange jetzt meine Kollegin für die Abrechnung mit der Krankenkasse braucht oder wie lange ich für den Dienstplan brauche, das interessiert auch keinen. Also, und das ist auch das Schöne. Ich kann meinen Dienstplan, das war vorher nicht so. Ich hatte jetzt Donnerstagabend oder Nachmittag Bock wegzugehen. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, der Dienstplan muss am Montag hängen. Dann schreibe ich den am Wochenende. Das wäre in einem anderen Betrieb nicht möglich. Ne? Und es kontrolliert keiner, weil wir halt kollektiv ohne Chef arbeiten. Und ich muss es von niemandem rechtfertigen, wann ich meinen Dienstplan schreibe oder wann ich meine Pflegeplanung schreibe. Natürlich kommen besorgte Kommunadinnen an, wenn ich solche Augenränder habe und sagen, hör mal, arbeitest du gerade nicht ein bisschen zu viel. Ja. Wobei wir ja auch hier einen anderen Arbeitsbegriff haben. Ne? Aber das eher so, aber nicht jetzt vorwurfsmäßig oder sowas. Ne? Das ist eher dann schon so zu gucken, okay, was macht die Person alles für die Gemeinschaft, was macht sie an Lohnarbeit, was macht sie noch auswärtig an, egal ob politischer Arbeit oder manche sind ja auch im Sportverein aktiv oder sowas. Ne? So,
Und das ist schon in Gemeinschaft sehr Energie. Also man muss schon aufpassen, dass man seine Energien und ihre Energien auch wirklich runterfährt, sonst weil man kann hier, wenn man will, 24 Stunden was machen. Ja, sicher. Das ist egal, ob kreativ oder nicht. Ne? Ich habe jetzt hier ist immer was zu tun. Ja, zu tun oder auch wir haben hier, weil wir halt so viele Möglichkeiten haben und gemeinsam haben wir haben einen Musikraum. Und da steht ein Schlagzeug, was ein ehemaliger Kommunader eingebracht hat, aber in seiner neuen Wohnung kein Platz, und dann steht das hier und dann habe ich angefangen Schlagzeug zu lernen. Das hätte ich draußen nie gemacht. Ja. Ich habe einfach mich hingesetzt, meinen Frust rausgetrommelt und das geht dann halt, das ist da. Ich würde jetzt kein neues anfangen zu kaufen, vielleicht wenn ich irgendwann in der Band spielen würde. Ne? Aber und das ist schon ein sehr hoher Wert. So, und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass wir hier je nach Jahr zwischen 700 und 900 Euro pro Kopf für alles verbrauchen. Ja. Also alles. Pro Monat meinst du? Pro Monat, aber pro Kopf pro Monat. Ja. Ne? Und das würde ich draußen mit Miete und allem, also ganz schwierig. Das wäre schwierig. Und das ist natürlich schon, also auch die Autos, da ist die Versicherung für die Autos drin, der Sprit, die Bahnkarten. Ja, weil ich so auch Gemeinschaft für Räume habe und Gemeinschaft für Waschmaschine nehme ich an und alles Mögliche. Wir haben für 60 Leute, für 80 Menschen, die Kinder ja mitgerechnet. Obwohl die ja dann bei der Wäsche ja schon fast doppelt zählen. Wir haben 3 Waschmaschinen, die laufen zwar ununterbrochen, aber wir kommen mit 3 Waschmaschinen aus. Ja. Die müssen, und da achten wir dann auf Qualität. Ja. Da muss das dann auch eine gute Marke sein. Damit es lange hält. Das sind dann auch Profi-Waschmaschinen für Waschsalons und sowas, damit die einfach auch eine längere Ausdauer haben. Genau. Habt ihr also überhaupt Luxusfreaks, Leute, die wirklich tolle Klamotten haben wollen, Frauen, die sagen, die Schuhe, ich brauche 20 Paaren und so, habt ihr sowas? Weniger, also eher dann mal so wie ich oder andere, die darauf achten, wo es herkommt. Okay. Also eher dann Menschen, die sagen, ich zum Beispiel, ich trage fast nur, wir haben eine Kleiderkammer, wo immer mal wieder Sachen raus und reinkommen, trage ich fast nur Sachen aus der Kleiderkammer, aber jetzt zum Beispiel meine Schuhe, da bin ich neu, die müssen eigen sein, da bin ich ein bisschen eigen, weil ich auch krumme Füße habe. Da habe ich darauf geachtet, dass die Schuhe zum Beispiel fair sind, also dass die in Europa hergestellt werden, dass sie von einem Kollektiv vertrieben werden. Und da bezahle ich dann, da bin ich dann auch bereit, und es war noch nicht mal teuer, 100 Euro für ein paar Schuhe. Ja, und Schuhe sind auch an die Gesundheit, da muss man schon aufpassen. Ja. Pass auf, ihr seid eigentlich keine Demokratie, ja, weil ihr arbeitet eher mit Konsens. Also es geht nicht darum, dass fast die Hälfte unglücklich sind und die andere Hälfte glücklich ist, sondern es geht darum, dass alle irgendwie zufrieden sind. Wir versuchen, dass alle zufrieden sind. Also es ist natürlich auch immer mal mehr, mal weniger leicht. Ne? Dann kriegt man es mal gut hin und an anderen Punkten ist es schwieriger. Und mich wundert es auch manchmal, worüber wir manchmal länger diskutieren, und manche Sachen gehen dann schneller durch. Aber es wird schon geguckt, dass wir versuchen, gerade ein System rauszukriegen zur Konsensfindung, dass wir nach den Widerständen gucken. Ja. Also wo hat jemand Widerstand? Ja. Und wenn ja, warum? Und wie kann man den Konsens oder die Entscheidung so formulieren, dass die Person wenig Widerstand hat, sodass dann nach Möglichkeit alle... Gib mir ein Beispiel. Ein Beispiel war zum Beispiel beim... Also so ein konkretes Beispiel, was ihr hatte, ein Problem, das ihr hatte, ein Konflikt, der da war, um dann ein bisschen zu gucken, wie das dann ist, mit dieser Konsensgeschichte. Ja, da gibt es viele Beispiele. Ich überlege gerade eins, wo es relativ leicht war. Also ein Beispiel ist, da haben wir auch immer noch keinen Konsens, ist bei der Entscheidung, wie wollen wir wachsen. Also wollen wir größer werden und nicht größer werden. Und da war dann auch die Überlegung, brauchen wir noch ein neues Gebäude dafür? Und jetzt haben wir entschieden, wenn eins ansteht, dann noch mal eins zu kaufen. Und da haben wir dann aber geguckt. Und normalerweise, also es läuft so, dass wir, sagen wir mal, wir wollten ein Gebäude kaufen. Dann gibt es eine Gruppe, die sagt, wir möchten das. Ja.
und jetzt machen wir eine Entscheidung, einen Entscheidungsvorschlag. Okay. Und wir haben eine Plenumswand und dann muss der 2 Wochen hängen. Ja. Eine Woche vor Entscheidung, also sagen wir mal, das ist jetzt am 17. Mai, wird es entschieden im Plenum. Ja. Dann muss das eine Woche vorher verlesen werden, dass Okay. dann alle das auch noch mal gehört haben. Und dann haben wir so Karten, das sind so Stimmungsbilder. Ich kann das gut abgeben, ich bin begeistert, das ist mir noch zu unklar, das finde ich gut. So, naja, das finde ich nicht gut, ich bin sehr dagegen. Und dann können schon mal alle gucken, wie getragen ist die Entscheidung. Und wenn es dann jemanden gibt, der sagt, nee, ich will das nicht, dann geht das in eine Kleingruppe und dann wird das da diskutiert und dann wird die Entscheidung neu formuliert und dann wieder diskutiert. Und jetzt war es so bei dem Entscheiden, was zu kaufen und dann aber auch noch, dass ja da eventuell Wachstum mit verbunden wird, das war zu komplex, um es nur in einer Kleingruppe zu diskutieren. Und wir treffen uns 2-mal im Jahr für Klausurtage, wo wir nur unter uns sind, auch keine Gäste und da auch nochmal uns anders erleben können. Und da haben wir es dann diskutiert. Und dann haben wir aufgeschrieben, warum die Leute Bauchschmerzen damit haben oder warum andere es wollen. Aber da ging es mir nicht darum zu gucken, die Gründe, warum es die Leute wollen, sondern die Gründe, was sind die Ängste, um dann zu gucken, kann man die Ängste beheben oder nicht. Und als wir dann gesagt haben, okay, wir kaufen es nur, wenn vorher klar die Finanzierung klar ist, wenn vorher klar ist, was mit dem Gebäude passieren soll, ein Nutzungskonzept, und wenn es das nicht gibt, dann wird das Gebäude wieder verkauft. So, das war dann die Entscheidung. Und aber da wurde dann lange auch an diesen Tagen diskutiert und dann noch mal in einer kleinen Gruppe, bis es dann endgültig entschieden wurde. Das ist so ein Beispiel, wie das dann außerhalb der kleinen Gruppe und bei kleineren Sachen ohne Konflikte. Also ein Ding ist zum Beispiel die Handynutzung. Wir hatten als ich hier hinkam, gab es eine Entscheidung, dass auf dem ganzen Gelände die Handys aus sein müssen. Ja. Außer mit 10 Meter Abstand gab es irgendwie so eine Regel, wenn keine Kommunale 10 Meter rum ist, dann darf man, aber sonst muss man es mit denen absprechen. Das waren dann auch die Leute, die Strahlungsängste haben und die Leute, die ein Ruhebedürfnis haben. Und dann kam aber immer mehr so die Generation, die in den 70er und 80er Jahren geboren ist, und unsere Jugendlichen haben sich schon gar nicht dran gehalten. Ja, okay. So, die kennen das gar nicht ohne Handy. Und da musste eine neue Entscheidung her. Wie geht das? Und dann haben wir entschieden, nicht wegen Strahlung, sondern wegen der Ruhe. In den Gemeinschaftsräumen ist das Handy lautlos. Ab Aufenthalt, und das haben wir auch genau definiert, ist 5 Minuten oder Sitzen, muss das Handy in den Gemeinschaftsräumen aus sein. Okay. Und in der WG nach Absprache. Okay. So, Also das schon sind- so eine gewisse Vorsicht mit den Geräten. Genau, aber da wurde das dann halt, und das wurde echt lange in den kleinen Gruppen diskutiert. Ja. Weil dann auch die Befürworter, ja, aber mein größter Teil meines Freundeskreises, die haben alle nur noch Handys. Aber wir haben fast in jedem Raum noch ein Festnetztelefon. Ne? Also, Ja, dann geht es. Ja. und mir war es zum Beispiel auch, ich habe gesagt, klar, ich nutze mein Handy. Aber ich möchte auch nicht, wenn ich mit 60 Leuten beim Essen sitze, dass alle 2 Minuten ein Handy klingelt und jemand rausgeht und telefoniert. Ja. Und deswegen finde ich es gut zu sagen, so in den Gemeinschaftsräumen nicht. Und draußen in den WGs kann dann, und fast mittlerweile in allen WGs, in allen Arbeitsbereichen werden Handys benutzt. So, Ja. ne? Aber das war ein Prozess, der dann lange diskutiert wurde, und auch gerade die Angst vor Strahlung hatten. Und dann wurde nochmal Geguckt, ja. geguckt. Und dann gibt es auch Entscheidungen, die getroffen wurden und nie umgesetzt wurden. Ja. Sag mal, was sind die Konflikte, die am meisten kommen? Also was sind eigentlich die Konflikte, die hier entstehen zwischenmenschlich? Meistens persönliche Sachen. Also, wie soll ich sagen, also es gibt natürlich kleinere Streitigkeiten, weil 2 Charakteren aufeinandertreffen, Ja. die sich untereinander, oder später kommen so Sachen so, aha, das erinnert vielleicht jemanden an die Mutter oder sowas. Ja.
Und dann immer mal wieder irgendwelche Unverträglichkeiten. Antipathie. Die Antipathie, Sympathie oder oft dann halt auch gestresst sein. Sind Leute, die deswegen ausgestiegen sind, wegen Antipathien? Ja, gab es auch. Aber Okay. der meiste Ausstiegsgrund ist tatsächlich die Liebe. Also die meisten Eifersucht. Nö, oder auch, weil sie woanders eine Beziehung hatten. Und Oder die sich nicht trennen und nicht mehr mit dem... nicht mehr miteinander können. Aber die meisten tatsächlich, weil sie sich woanders verliebt haben und die Person nicht hier hinziehen wollte. Das ist tatsächlich der größte Grund. Okay. Also ein guter Freund und Kommunale ist jetzt ausgestiegen, weil seine Freundin in Österreich lebt und die nicht nach Deutschland will. So, das ist dann... Hast du da eine große Liebe in der Kommune gefunden? Nee, ich bin seit 5 Jahren Single. Ich bin mit einer Außenbeziehung hier hingekommen, habe mich dann hier getrennt. Und denkst du, dass du wieder jemanden findest? Weil in der Kommune, wenn er schon nicht der Person ist, dann wird diese Person nicht da sein, oder? Ja, vielleicht kommt es irgendwann, aber ich habe mittlerweile so gesagt, so, ich bin so, wie ich gerade lebe, glücklich. Und wenn, weiß ich auch nicht, ob ich nochmal ein klassisches Zweiermodell will. Vielleicht will ich da auch noch was Neues ausprobieren. Also dann mit jemandem, der nicht in der Kommune wohnt, dass du dann manchmal siehst und manchmal Oder auch nicht. hier und vielleicht ein offenes Modell. Also ich beschäftige mich in der letzten Zeit mit Polyamorie und... Gibt es da Leute, in denen du verliebt bist in der Kommune? Nein, gerade nicht. Gab's mal, aber gerade nicht, genau. Wie hat sich dein Ich verändert in der 6 Jahre, wo du hier gelebt hast? Also Vieles, ganz vieles hat sich verändert. Also einmal hatte ich hier mein Coming Out als Transmensch. Also ich bin als Cis-Mann hier hingekommen und hattest du davor nicht? ich hatte es schon, also war drinne und habe es heimlich in meiner Wohnung gemacht und so. Und hier habe ich gemerkt, die Menschen sind hier offen und ich darf hier so leben und rumlaufen, wie ich will und es stört keinen. Und mein Arbeitsbereich hat hinter mir gestanden und dann haben wir gemeinsam vor den Gästen aus Herr, Frau gemacht und das war einfach so ein sehr entscheidender Moment. Ja. Und dann würde ich sagen, dass ich sehr viele alte Muster und Rollen abgelegt habe. Also ich hatte, bevor ich hier hinkam, immer mal wieder mit Angststörungen, Depressionen zu tun. Ist denn hier erst richtig aufgetaucht, Ja. weil ich hier auf einmal mich mit mir selber beschäftigen muss. Wenn ich einen Konflikt mit jemandem habe, dann kann ich 5-mal sagen, du Arschloch, beim 10. Mal muss ich gucken, warum denke ich, ist das ein Arschloch. Und dann kamen ganz viele alte Verletzungen, die ich nicht bearbeitet, hoch. Und ich war dann auch für 10 Wochen in der Psychosomatik und danach bin ich aber gut hier wieder angekommen. Ne? Und da, denke ich, habe ich sehr große Schritte gemacht in den letzten 6 Jahren. Und was da, ich glaube, nochmal im Gegensatz zu draußen ist oder zu Leuten, die nicht in Kommune leben, ich konnte die 10 Wochen krank sein und auch genesen. Ja. Ich musste mir keine Gedanken machen, wird meine Miete bezahlt, Ja. behalte ich meinen Arbeitsplatz, wie komme ich wieder rein. Ich konnte danach eine ganz normale Eingliederung machen über die Krankenkasse, ohne dass mir jemand Stress gemacht hat, weil es war ja mein Kollektiv. Und wir haben gesagt, wir wollen, dass du gesund wiederkommst und nicht wieder nach einem halben Jahr zum Arzt rennst. Ja. Und ich musste noch nicht mal mir Gedanken machen um meine Wohnung oder sowas. Also das Einzige, wo ich mir Gedanken machen musste, ist, dass mein Kaktus nicht vertrocknet in der Zeit, dass meine Kommunalin regelmäßig gießt. Ich konnte mich in der Klinik komplett auf mich konzentrieren Ja. und wusste, ich komme nach Hause und hier sind ganz viele Menschen, die ich mag und die mich wieder mit offenen Armen empfangen, Ja. ohne dass ich mir Gedanken machen musste. Ne? Und konnte auch sagen, so, lasst mich bitte die ersten 6 Wochen in Ruhe, ich melde mich, wenn ich euch wieder brauche. Ne? Und das wäre in einer Nicht-Kommune wäre das nicht möglich gewesen. Da hätte ich Angst haben müssen, meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Ja. Ich habe mitgekriegt, wie Leute darum gekämpft haben, dass sie ihre Miete weiterzahlen konnten und so in der Zeit, wo sie in der Psychosomatik waren. Ja. Und das waren alles Gedanken, die ich mir nicht machen musste, weil wir halt hier in einer gemeinsamen Ökonomie leben. Ja. So, das, glaube ich, ist ein ganz großer Unterschied zur Gesellschaft draußen. Und da war auch wieder nicht das Geld wichtig, sondern das Soziale. Also, dass ich krank sein durfte und dass ich wieder genesen durfte. Ja. Und dass mir die Zeit gegeben wurde. Ne? Und das hat mich, glaube ich, hier stark verändert. Und auch
die Bindung zur Gruppe. Es gab immer mal Momente, wo ich hier weg wollte, wo ich mit Konflikten nicht klar kam, weil ich nicht wusste, was hat das mit mir zu tun. Und dadurch, durch diese ganzen gruppendynamischen Prozesse, hat es dann nochmal verändert. Und da dann auch gemerkt, so, das sind die Leute, mit denen ich leben will, Ja. ne? Und auch gerne leben möchte. Ja. Natürlich gibt es hier immer mal, den einen mag ich weniger, also ich kann ja nicht mit 60 Leuten befreundet sein. Ne? Aber Ja. es ist schon so, ja, es ist eher so ein bisschen wie Verwandtschaft. Ne? Also man hat nicht die ganz emotionalen engen Bindungen. So, man kann sagen, es sind alles Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten, wo eine Bindung da ist, aber halt nicht so ganz eng wie vielleicht jetzt bei Geschwistern. Ja, also auf alle Fälle sehr großes Wachstum spüre ich da, also innerliche Wachstum. War für mich war es ein sehr innerlicher Wachstum. Also alte Freunde von mir haben auch gesagt, dass sie mich kaum wiedererkannt haben, Ja. dass ich mich sehr stark verändert habe. Wenn man in so einer Welt lebt und dass man manchmal nach draußen geht, hat man das Gefühl, dass man besser ist als die anderen? Wird man so ein bisschen latent arrogant, so wie Leute, die ganz viel Yoga machen und denken, alle, die das nicht machen, sind dumm? Nee, also das nicht. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich ich bin halt noch viel draußen, weil ich auch bewusst, ich bin in Kassel in der Politgruppe aktiv und queer-feministisch organisiert. Und ich habe ja auch von der Kommune eine Weiterbildung zur leitenden Pflegefachkraft bezahlt gekriegt. Und da habe ich manchmal so eine innere Arroganz gespürt, was Kommunikationsverhalten angeht. Wir haben hier eine sehr hohe Kompetenz, finde ich, an Kommunikation, wie wir miteinander umgehen. Und ich war echt gestresst, immer wenn die untereinander diskutiert haben und unterbrochen haben und Lautstärke als Argument und wenn Rededominanz bei manchen Leuten war. Da habe ich einerseits eine Arroganz gemerkt, bei uns klappt es besser, und andererseits war ich auch schnell gestresst. Also ich merke, dass wenn ich bei Leuten, die nicht so viel gruppendynamische Prozesse mitgemacht haben, dass ich schneller gestresst werde, wenn es laut und hektisch wird und aggressiv wird. Weil ich das nicht mehr gewohnt bin. Und am Anfang, so im ersten Jahr, hat mich Straßenbahnfahren auf einmal gestresst, weil hier alles ein bisschen langsamer und entschleunigter ist. Und dann auf einmal diese Hektik und dieses Ellenbogen und mal schnell auf Seite schubsen. Und das war, weil hier rennt keiner übers Gelände oder ganz wenig. Die wird eher mal, wenn hier geschlendert. Wenn hier wer rennt, dann sind es die Kinder. Die spielen Fangen, genau, aber die Erwachsenen weniger. Die Kinder, sind Kinder, die hier geboren sind? Ja. Also auch schon die ersten, die ausgezogen sind und hier geboren sind. Also sind sie anders? Ein bisschen vielleicht. Also, gibt es auch Kinder, die sagen, Entschuldigung. Ja. Also ich würde sagen ein bisschen. Also an manchen Punkten, ich merke das bei den ganz Kleinen jetzt. Meine Schwester hat 3 Kinder im Alter von 9, 7 und 5 Jahren, und das Alter haben wir hier auch. Und da merke ich das so ein bisschen, dass die hier viel weniger Fernsehen gucken und andere Spiele spielen als jetzt meine Nichten, weil die viel mehr mit Fernsehen, die gucken hier auch, aber weniger, weil die ja hier mit der Kita, man sieht hier das Klettergerüst, die haben hier ganz andere Möglichkeiten als vielleicht ein Kind in einem kleinen Apartment oder wo die Mutter den ganzen Tag zu Hause ist und wenn sie Ruhe haben will, auch mal vor der Glotze parkt. Haben Sie eine größere Bereitschaft zu teilen, hilfsbereit zu sein, oder da sieht man nicht so einen großen Unterschied? Doch, also das denke ich, wüsste ich jetzt, also erlebe ich bei meinen Nichten auch, dass sie total da bereit sind. Aber die sind frecher, also positiv frecher. Also ein Beispiel, wir machen einmal im Jahr Urlaub mit unseren Kindern, da fahren KommunatInnen, die keine Kinder haben, mit den Kindern für 10 Tage weg. Okay. Und in dem Jahr gab es zu wenig Männer. Die mitfahren wollten. Die mitfahren wollten. Und dann haben die Frauen gesagt, wir fahren nicht. Und haben das den Kindern gesagt. Und da die ja auch was von uns, von der Demokultur mitbekommen haben, das war während dem letzten Castor Zeit, die haben das Mittagessen blockiert. Die haben eine Barrikade aus Stühlen und Tischen aufgebaut und haben Transparente gemalt, Männer in den Kinderurlaub. Und
Die 13, 14, 11, 12 waren die damals, die ältesten von denen. Die haben eine Unterstützerinnenliste sogar gemacht, wo die Eltern und die Frauen unterschreiben durften. Die haben dann Essen gekriegt und alle Männer, die keine Kinder hatten und nicht mitfahren, die mussten so lange auf ihr Essen warten, bis sich 4 Männer verbindlich angemeldet. Also, und das ist nur aus der Idee der Kinder entstanden. Ne? Die haben zwar kein Mitspracherecht im Plenum, sind keine Kommunalin, aber sie haben eine Mitwirkungsmaßnahme. Ne? Und dann hat im Jahr drauf eine Kommunalin gesagt, wir haben noch zu wenig Leute für den Kinderurlaub. Wenn sich nicht genug melden, wir sagen den Kindern Bescheid, ihr wisst ja, was das bedeutet. So, ne? Und dann kam dann automatisch, also ich glaube, die kriegen hier ein anderes Bewusstsein von sich was vielleicht zu erkämpfen. Ja. Ja, und es sind jetzt auch die ersten ausgezogen, die jetzt 30 sind. Warum sind die ausgezogen? Die meisten. Wer will bei seinen Eltern leben? Also okay, natürlich. Ne, also die meisten so mit 30, die haben dann studiert in einer anderen Stadt und kommen aber wieder, also 2 sind jetzt auch in die Nachbarschaft gezogen. Okay. Haben jetzt auch Kinder. Es gibt aber die ersten, in Kommunen oder in der normalen System? 2 in Kleinfamilien. Ja. Es gibt einer, der etwas alternativer leben will und die anderen, bei den anderen weiß man es noch nicht, die studieren noch. Aber dann auch hier wieder in die Nachbarschaft, weil es kommen die ersten Enkelkinder und die wollen natürlich in die der Großeltern Nähe wollen dann auch in der Nähe sein und so. Also da gibt es schon Bezüge. Und das ist schon, ja, und da merkt man schon, klar einerseits auch, weil die ja auch ganz normal zur Schule gehen und so, klassische Kleinfamilie, aber andererseits merkt man im Umgang schon eine Kommuneprägung. Ja. Also ich bin mit einer auch befreundet, die hier aufgewachsen ist, deren Eltern das vor 30 Jahren mitgegründet haben und da merkt man schon einen Unterschied zu Leuten, die jetzt, also zu mir oder sowas von der Sozialisation, aber auch, weil damals die Eltern im Gegensatz zu heute dogmatischer waren und da merke ich, je undogmatischer man mit den Kindern in der Erziehung geht und wenn wir denen die Handys erlauben, dann ist das vielleicht später gar nicht mehr so wichtig. Ja. Also, weil wir sind nun mal keine Insel in der Gesellschaft, die kriegen das in der Schule mit, wie die anderen Kinder leben. Und ich glaube, das ist wichtig, da auch keine dogmatischen Grenzen zu setzen. Mhm. Also was wir haben, ist, wir fliegen nicht. Aber auch da war zum Beispiel ein Kind, was dann auf Klassenfahrt fliegen wollte mit der ganzen Klasse, dann haben wir natürlich das erlaubt. Ja. Ansonsten haben wir es selber entschieden, aus ökologischen Gründen in Europa nicht zu fliegen. Jetzt ist letztes Jahr eine Kommunalin nach Brasilien geflogen, weil da ihre Familie herkommt. Es gibt immer so, Ausnahmen gibt es immer, aber es wird hier im Verhältnis zu anderen Menschen, fliegen wir hier wenig. Eine letzte Frage. Ja. Ich werde ein ganz extremes Beispiel zitieren. Sag mal, ich möchte hier mit euch einziehen. Ich bin Künstlerin, arbeite 70 Stunden die Woche, über Monate, wenn ich in einem Projekt bin und dann plötzlich nichts und dann muss ich erstmal in meinen Saft schmoren für eine Zeit. Und dann wieder und manche Ausstellungen bringen was, manche bringen nichts, also absolut unregelmäßige Geschichte. Schlag mich in der Gesellschaft mit Geld, mit irgendwelchen anderen Einkommensquellen, aber hauptsächlich eigentlich schon die Kunst. Und würde sagen, ja, ich möchte eigentlich bei euch einziehen, weil irgendwie mir gefällt dieses System, aber meine Arbeit ist eine Arbeit, wo Menschen reflektieren können über Gesellschaft, über künstlerische Geschichten, aber es ist eigentlich nicht unbedingt mit Geld verknüpft. Wie wäre es für euch, dann so einen Mensch aufzunehmen? Ich glaube, das wäre kontrovers. Ja. Also es würde garantiert diskutiert, dann denke ich, wäre das andere. Also wir haben eben schon mal gesagt, einen sehr aufwendigen Kennenlernprozess. Wenn das jetzt menschlich so klappt und alle sagen, ja, aber du bist so toll, dass wir dich menschlich auf jeden Fall hier haben wollen, dann wird es auch garantiert irgendwo einen Weg geben. Mhm. So, ne? Und natürlich würde erstmal, du bist dann kaum hier, kannst du wirklich Fuß fassen in der Gemeinschaft, wenn du Kunst machst und überall. Kunst machst und ständig unterwegs bist. Oder nimm mal ein anderes Beispiel mit Musiker, der dann ein halbes Jahr auf Tournee ist oder sowas. Wie viel Sinn macht es dann, weil
die Gemeinschaft nicht wirklich miterleben kannst. Und das wären, glaube ich, Themen, die diskutiert würden. Aber ich glaube, wenn es menschlich passen würde, würde es einen Weg finden. Ich würde nie behaupten, geht nicht. Ja. Ich würde sagen, es ist schwierig. Also das würde ich definitiv sagen. So wie du das jetzt geschildert hast, wird es schwierig sein. Es würde viele Diskussionen geben, da bin ich mir sicher. Und auch tatsächlich teilweise aus ökonomischen Gründen. Naja, Klar würden andere auch aus ökonomischen Gründen sagen, einige sagen, komm, ist so super, haben wir endlich mal hier einen kreativen Menschen neben den ganzen HandwerkerInnen und GeisteswissenschaftlerInnen. Wäre doch mal schön. Und andere würden Wir haben sagen, noch keine Künstler hier. Nee. Natürlich Also Leute, die erste Künstlerin genau, sozusagen, Leute, die hobbymäßig was machen. Ne? Immer mal welche, die malen oder auch ein paar Leute, die Musik machen oder sowas. Ne? Aber ich würde höchstens fragen, willst du nicht das Tätowieren lernen, damit du uns hier alle kostenlos stechen kannst? So, ne? So war auch tatsächlich, ich war ja, bevor ich hier eingestiegen bin, mit einer Künstlerin zusammen. Und dann war auch die Überlegung, da habe ich auch überlegt, geht das? Ne? Mit einer bildenden Künstlerin, die Malerei gemacht hat. Ja. Und ich glaube, es wäre schwierig geworden. Ja. Natürlich wäre da nochmal ein anderes Ding, weil die ja hier malen könnte. Aber wenn ich weiß, wenn die an einem Projekt dran war, dann 6 Wochen lang keinen Menschen sehen, Tür zu und höchstens mal raus und ein Glas Rotwein trinken. Ja. Aber ansonsten so, und das, ich glaube, da ist dann die Frage, wieso dann Gemeinschaft? Weil wenn man dann so alleine zurückgezogen leben würde, also in dem aber das Moment. sind ja immer Phasen, das sind ja Wellen, das sind ja große Wellen. Genau, die und dann würde natürlich, glaube ich, auch hier, bei mir würde es auslösen, klar, ich habe auch so Wellen. Ja. So, ne? Und vielleicht würde das auch, es wäre mal spannend. Ja. Ich glaube, es wäre wirklich spannend zu sehen, was würde passieren. Hatten wir noch nicht. Was würde passieren, wenn jetzt jemand hier hinkommt und sagt so, ich will aber nur als Künstlerin arbeiten. Ja. Oder nur Musik machen. Also hier ist schon jemand ausgestiegen, der gemerkt hat, so sein Hobby Musik und ein sehr kostspieliges Hobby, der war Cellist. Und dann mussten Tonabnehmer und immer wieder neue Instrumente, neue Sachen gekauft werden. Und dann kein Geld damit zu verdienen. Und dann hat er auch noch draußen gearbeitet, 40 Stunden. Der hat gesagt, der ist ausgestiegen, weil er nicht mehr hier war. Ja. Ja. Weil er draußen Geld verdient hat, ein schlechtes Gewissen hatte, obwohl wir ihm das nicht gemacht haben, weil er so viel Geld für Cello ausgibt. Ja. Und konnte dann noch nicht mal seine Spüldienste machen, musste die ständig wegtauschen, weil er ja arbeiten war, Wochenende Konzerte gegeben hat und so. Und es wäre schwierig und kontrovers. Ja. Also ich glaube, das wäre auch kein Prozess, der ein Jahr dauert, sondern eher 2, 3 Jahre oder noch länger. Genau, vielleicht kann ich da noch mal kurz den kurzen Ablauf von so einem Kennenlernprozess. Also wenn die Leute, die kommen hier hin und sagen, hey, das habe ich jetzt gesehen und ich möchte euch mal gerne kennenlernen und vielleicht überlegen, bei euch zu leben. Dann machen wir entweder ein Kommune-Seminar oder ein Kennenlernwochenende, wo die Menschen noch nicht in der Kommune sind, sondern erstmal unsere Strukturen kennenlernen, unsere Grundsätze, gemeinsame Ökonomie, Konsens, linkes Politverständnis. Und dann erstmal so hören, wie wir leben. Und das erzählen 2 Kommunalien, dann gibt es auch eine Führung. Und danach gibt es organisierte Kennenlernwochen. Alle 2 Monate, die WGs im Wechsel. Ja. Und dann arbeiten die Menschen eine Woche bei uns. Okay. Also nicht nur, sondern sitzen auch ganz viel und quatschen mit den Kommunalien, lernen uns kennen. Und so Wochen empfehlen wir in der Regel 3 bis 4 zu machen, um zu gucken, passt es denn? Ja. Und dann gibt es WG-Gespräche. Also dann ist es erstmal so, dann müssen die Leute einen Probezeitantrag stellen, schriftlich aushängen, damit alle ein Bild kriegen von der Person. Da müssen dann auch die Vermögensverhältnisse offengelegt werden, weil auch Menschen mit Schulden einsteigen können, aber nicht so viele, weil wir müssen es ja bezahlen. Und dann sind WG-Gespräche. Und die WG-Gespräche laufen dann so ab, dass dann die Menschen uns kennenlernen quasi. Wir erzählen dann von uns, wo wir herkommen, warum wir hier sind und die erzählen noch ein bisschen was von sich. Das ist so ein gegenseitiges Kennenlernen. Und dann wird eine Tüte ausgehangen und dann muss jeder schriftlich
seine Stellung, Okay. seine Meinung geben. Und in der Regel steht dann drauf, okay oder herzlich willkommen und manchmal auch lange nette Texte. Deine Art ist total nett und ich finde es super, dass du kommst. Und das wird dann ausgewertet. In der Zeit hat man auch 3 Menschen, die einen betreuen, die den Kennenlernprozess betreuen. Falls Konflikte sind, damit das nicht ungebremst auf die Leute zukommt, sondern auch erstmal fragen, hör mal, das und das habe ich gehört. Ja. Und dann kann man schon mal, oder wenn dann auch ist, ich hätte gern ein moderiertes Gespräch mit dem Menschen, der da jetzt kommen will. Und wenn dann alle wollen, dass Probezeit ist, dann gibt es die 3 Monate Probezeit. Und nach 3 Monaten entscheiden wir nochmal, dass die Person einsteigen kann. Ja. Und dann ist der Druck weg. Und dann kann die Person selber nochmal 3 Monate gucken, ob sie hier einsteigen möchte. Okay. Und ich habe nach den 3 Monaten Kommune-Probezeit gesagt, ich will. Also da brauchte ich nicht länger zu gucken. Ne? Das war für mich klar. Ja. Und andere haben auch schon mal verlängert. Und auch wir haben schon mal gesagt, so, komm, lass uns mal eine Probezeit von einem halben Jahr machen. Auch das gab es bei uns schon, Okay. dass wir das auch schon mal verlängert haben. Aber es ist der kürzere, genau. Alicia, Ja, Bilbo. ich bedanke mich. Gerne, gerne. War ein Ich glaube, schönes ich weiß Interview. jetzt alles. Super spannendes Projekt, also große Achtung. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß in der späteren Zeit und dass alles so weiter gut läuft, wie es schon läuft und vielleicht sogar noch besser. Vielleicht noch besser. Nächstes Jahr mal 30-Jähriges. Mal gucken, was danach die nächsten 30 Jahre passiert. Genau. Okay. Gut. Dankeschön, Danke. Alicia. So, jetzt abkabeln, ne? Ja.